Lena, schön, dass du da bist im Campervan hier im CX Festival. Danke, Jan, für die Einladung. Ich freue mich. Wir haben hier den ganzen Tag heute und gestern schon mit unterschiedlichen CX-Leadern gesprochen, haben uns über alle möglichen Themen ausgetauscht. Wir steigen gleich mal in die Szene-Welt ein. Ja, das machen wir aber irgendwie nach einer kleinen Runde, kleinen Kartenspiel, Cards Against Complexity. Bevor wir das machen, sag uns doch mal einmal kurz, was dich hierher bringt. Was hat dich in den Kundenservice gebracht und was ist im Moment deine Rolle bei Lightscene? Ja, also ich habe bei Lightscene gestartet im Customer Care vor 8 Jahren. Bisschen was zu Lights vielleicht erstmal. Also wir sind Hersteller für Objektive der Film- und Fernsehindustrie. Lights kennt man meistens nicht so wirklich als Endverbraucher, weil wir B2B verkaufen. Das, was man so kennt, ist im Prinzip die Leica-Kamera. Das hat jeder irgendwie schon mal gehört und den roten Punkt auf einer Kamera gesehen oder Leute, die sie benutzt haben. Und wir sind im Prinzip eine Schwester. Wir gehören zum selben Mutterkonzern, zur selben Gruppe und haben uns auch vor fast 20 Jahren aus der Leica-Kamera quasi heraus gegründet, weil der Eigentümer gesagt hat, so, ich habe eigentlich Bock nicht nur auf Fotos, sondern auch auf bewegte Bilder. Ich will irgendwie mal so meinen eigenen Film, also den Film meiner Firma auf einer großen Kinoleinwand sehen. Ja. Und dann haben wir ein bisschen Spielbudget bekommen und haben mal angefangen und mal geguckt, was rauskommt. Ja. War super erfolgreich. Damals mit den Summilux direkt mit dem ersten Projekt einen Technik-Oscar gewonnen und dann waren eigentlich schon alle Dämme gebrochen, weil natürlich jeder so, Leica, roter Punkt, geiles Bild, da auch einfach total Background halt da war und dann haben wir immer ein bisschen weitergemacht. Mittlerweile sind wir total breit aufgestellt und wirklich sehr, sehr viele große Projekte sind natürlich mit unserer Optik gedreht. Wir sind, wie Leica auch, schon so ein bisschen ganz oben dabei am Markt, auch was den Preis angeht, aber natürlich auch qualitativ absolut unschlagbar. Ja. Also es macht richtig Bock, halt auch für die Firma zu arbeiten und auch im Kundenservice, weil wenn dann einer anruft und sagt so, wir haben hier gerade einen Dreh, Leonardo DiCaprio steht hier, das Objektiv ist runtergefallen, wir brauchen eine Lösung, macht was. So. Dann macht's halt auch Bock, im Kundenservice einfach zu arbeiten. Und deswegen war das auch von mir so eine Herzensentscheidung, zu dem Unternehmen zu gehen, weil es einfach cool ist. Es macht einfach Spaß und dann bist du in LA auf der Messe, läufst so durch die Studios und guckst dir alles an. Das ist einfach, man kann sich so damit identifizieren und dann guckt man bei Netflix gerade irgendwas an und sagt so, cool, ist ja mit unseren Objektiven gedreht oder man geht ins Kino. Barbie ist ja jetzt so das letzte große Ding gewesen, was irgendwie mit unseren Optiken gemacht wurde, was ja total viral ging. Dann kann man halt sagen so, cool, dass du Barbie kennst, der Film ist so geil, also der ist optisch so schön, weil wir das gemacht haben. Ja, deswegen muss man da, glaube ich, einfach irgendwie Bock drauf haben. Dann macht Kundenservice auf einmal auch Spaß. Sehr, sehr spannendes Produkt und ich glaube auch, also als Kundenservice für alle, die jetzt zuhören, wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Nachdenken nötig über Kundenservice. Da springen wir gleich rein. Bevor wir das machen, spielen wir Cards Against Complexity. Das ist jetzt unser Festival-Special. Ich hole hier mal die Karten raus. Die müssten hier liegen, genau, da siehst du sie, die müssen jetzt bei dir vorne auf dem Screen erscheinen. Ja. Und wie das Ganze läuft, alle, die Cards Against Humanity kennen, werden das Spiel kennen, recht einfach, links ist eine Karte, da ist eine Lücke drin. Ich lese dir die Karte einmal vor und dann musst du die Lücke füllen. Rechts sind 3 Optionen, das ist jetzt nicht alles, vielleicht nicht die perfekte Option dabei, aber eine wirst du wählen müssen. Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Also, du gehst in ein neues Team, in eine neue Firma und du leitest dort das Kundenservice-Team. Du arbeitest in der neuen Firma bei Willy Wonka's Chocolate Factory, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry oder The Death Star in Star Wars, der Todesstern. Welche der 3 Optionen? Natürlich alle irgendwie im Filmbereich. Auf jeden Fall Willy Wonka. Warum Willy Wonka? Ich liebe den Film. Ich finde es total geil gemacht. Und ich bin jetzt nicht so der Star Wars Fantasy. Hogwarts, ja, okay, habe ich natürlich auch gesehen, aber Willy Wonka, ich liebe es einfach. Also geil. Und weil es wäre auch so ein bisschen wieder die Verknüpfung zu uns, ne? Ist schon cool, wenn man Schokolade machen kann jeden Tag. So, was hast du für ein Problem mit unserer Schokolade? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Ja, und da Kundenservice, ich meine, und wenn alle dann im Kundenservice auch hin wieder eine Schokolade bekommen, dann ist die Stimmung vielleicht besser, gar nicht schlecht. Und für die Chocolate Factory ist natürlich eine Art zu arbeiten, das andere ist für Lightscene, wenn du wo du jetzt auch gesagt hast, das ist, also du hast es ja bewusst ausgesucht, ne? Das ist irgendwie ein spannendes Produkt, was Spaß macht, was irgendwie auch so ein bisschen
Glanz, Glamour hat, echt coole Endergebnisse, obwohl man eigentlich von dem Produkt nichts sieht. Ich finde es irgendwie ganz interessant, dass es eigentlich so, man schaut ja die ganze Zeit durch, also diejenigen, die das Produkt machen und die sich das anschauen, die schauen ja am Ende durch eure Linse durch, sehen die aber irgendwie nicht. Ne? Das ist so ein bisschen, es ist eigentlich super spannend, daraus dann irgendwie, also das Produkt zu verkaufen, zu vermarkten, glaube ich, also wahrscheinlich sehr interessant, aber dann noch Service dafür zu machen. Du hast das Beispiel vorhin schon genannt. Da ist jetzt auf mal ein Dreh, Objektiv ist kaputt, was machen wir? Kannst du uns mal ein bisschen reinholen in deinen Kundenservice-Alltag, was bei euch so typischerweise passiert? Weil ich glaube, das ist anders, als wenn ich jetzt im E-Commerce-Unternehmen unterwegs bin beispielsweise. Ja, also wir verkaufen B2B. Wir haben super viele Partner weltweit, weil wir ein relativ kleines Unternehmen sind. Also mitarbeitermäßig sind wir um die 50 Leute nur, sind aber natürlich weltweit so super bekannt. Jeder kennt irgendwie Lights und unsere Produkte. Und wir arbeiten halt ganz, ganz viel mit unseren Händlern zusammen und die Händler verkaufen dann an Rental Studios und diese Rental Studios haben dann halt das komplette Equipment. Also die haben nicht nur Objektive, die haben auch Kameras, die haben Licht, die haben Ton, alles, was halt dazugehört. Und das wird dann zusammen verliehen an Produktionsfirmen, die dann halt Filme daraus produzieren. Ja. So, das heißt, unsere Kunden, die wir eigentlich catchen wollen, sind die Kameraleute. Ja. Weil der Kameramann natürlich einen Auftrag kriegt von einer Produktionsfirma, du sollst den Film drehen und der braucht eine Idee, was für einen Look will ich in dem Film haben. Weil das ist total unterschiedlich, ob wir jetzt mit den Film mit Lights drehen oder mit Ari, Zeiss, Cook, das sind so, ich sag mal, die anderen großen Player, weil die optische Abbildung einfach total unterschiedlich ist. Ich kann auch mittlerweile Filme nicht mehr einfach gucken, weil ich gucke den Film im Kino und denke mir schon, wow, was ist denn das für ein Effekt, was ist das für ein Fall-Off, also das sind jetzt alles Begriffe aus der Branche, aber man schaut das mit einem ganz anderen Aspekt. Ich habe letztens eine Netflix-Serie geguckt und dachte mir so, boah, ich glaube, das könnte irgendwas von uns gewesen sein, habe am nächsten Tag im System geguckt und habe erkannt, dass es ein Film mit unseren Optiken ist, weil der Bildcharakter so einzigartig halt einfach ist. Und das identifiziert einen ja auch irgendwie total, wenn man auch privat dann anfängt, da so ein bisschen Feuer zu fangen und ja. Und das ist natürlich auch bei unseren Kunden so. Also unsere Kunden haben einen speziellen Plan im Kopf. Was wollen die haben? Wie wollen die das haben? Und dann ist natürlich unsere Aufgabe, die bestmöglich dabei zu unterstützen, auch bei der Produktauswahl. Das heißt, meistens kommen dann unsere Reseller in erster Linie und fragen dann speziell klassisch Angebote an. Wir schreiben Angebote, schicken die raus, Lieferzeit, Preise sowieso im Prinzip klar, erfassen Aufträge, schicken die raus, Rechnungen, ganz normales Backoffice-Geschehen. Spannend sind halt dann Reparaturen im Prinzip. Ja. Ne? Also wenn jetzt auch manchmal, wir haben jetzt gerade ein Objektivset komplett bekommen, das war jetzt irgendwie 1,5 Jahre auf dem Filmdreh und die waren irgendwo, keine Ahnung, auf jeden Fall die Dinger waren voll mit Sand. Da war absolut alles mit so ganz feinem Sand im Objektiv und das muss dann halt sauber gemacht werden. Dann ist schon cool, wenn du so irgendwie mitkriegst, ja, das war der und der Dreh mit den Leuten an dem Standort. Also, ja. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Das ist ja also B2B2B2B, ne? Also und immer noch Business der Endkunde. Ja, das ist ja, sind ja viele Stationen. Das hat natürlich eine gewisse Komplexität, nicht nur darin, wie ihr euer Produkt verkauft wahrscheinlich und bis zur Kamera bringt, sondern wahrscheinlich auch, wie ihr dann Interaktionen über die ganzen Hürden macht. Wie läuft das typischerweise? Mit wem sprecht ihr dann? Und wie kümmert ihr euch darum, dass ihr im Kundenservice, wenn dann eine Reparaturanfrage oder vielleicht auch so ein Notfall kommt, die gibt's ja sicherlich auch, weil da gibt's ja Zeitleisten, die eingehalten werden müssen, und das Objektiv ist vielleicht dann doch irgendwo in Hollywood und nicht in Deutschland. Was ist da die Komplexität, glaube ich, immer? Also bei uns ist so ein bisschen, ich vergleiche das manchmal mit so einem Start bei so einer Achterbahn. Du sitzt da und bist vorbereitet und dann musst du einfach losspringen und zwar sofort. Weil sobald ein Dreh steht, sind das immense Kosten, die da halt einfach anfallen und jeder erwartet sofort eine Lösung. Natürlich von uns auch noch viel mehr wie von anderen, weil wir halt einfach schon ganz oben mitspielen und dann zählt das natürlich auch im Service. Und man muss natürlich auch sagen, auch ein Service ist ein Grund, warum man ein Produkt vielleicht wieder kauft. Ja. Weil man weiß, okay, ich gebe jetzt richtig viel Geld gerade dafür aus, aber ich bin mir sicher, wenn ich da bei Lights anrufe, mir wird auf jeden Fall geholfen und das alles schnell. Das ist natürlich so ein Vorteil. Amerika, klar, was du jetzt eben auch gefragt hast, wir haben einen Partner in Amerika, der hat komplett alle Produkte einmal da stehen, die ganze Bandbreite. Und wenn da irgendeiner sagt, Mist, das Ding ist Schrott, ich kann damit gar nicht mehr arbeiten, dann haben wir direkt aus Amerika schon ein Backup da und sagen, hier, weiterdrehen, schickt das andere Ding nach Deutschland
Weil wir reparieren alles bei uns in Wetzlar in Hessen, da wo es auch hergestellt wird. Und dann ist natürlich immer Shipping hinher und dann ist Zeit das Geld. Wenn das 2 Wochen, eine Woche hin, eine Woche zurück im Versand ist, dann kann nicht 2 Wochen der Filmdreh starten. Ja. Und dann müssen wir auf jeden Fall irgendwie einen Plan B haben. Und natürlich haben wir in Wetzlar noch jede Menge Zeug. Also wenn jetzt, keine Ahnung, in Holland was ausfällt, dann geht das schnell overnight einmal da runter und dann geht's weiter. Ja. Und also das ist natürlich also sehr, sehr, sehr schnell, gutes Feingefühl braucht man. Irgendwie ihr seid auch ein kleines Team. Wie schaffst du dass du dafür brennst und das machst, sieht man. Wie schaffst du dass der Rest des Teams das gleiche lebt und auch der Rest der Organisation, also eigentlich jeder einzelne Mitarbeiter dann aus einmal daraus lernt, was du alles so mitbekommst und auch dann dir hilft, genau dieses Kundenerlebnis schnell und gut hinzubekommen? Wir sind ein total junges und dynamisches Team und tatsächlich, glaube ich, haben wir unser Team mittlerweile auch, also es sind alle aus dem Grund zu uns gekommen, um bei uns zu arbeiten, weil sie Bock drauf haben. Ja. Und das ist halt das absolute Nonplusultra. Also es gibt nichts Besseres wie Mitarbeiter, die motiviert sind, weil sie von sich aus motiviert sind und keine Ahnung, also irgendwie kommt jeder aus der Branche und hat da Lust drauf. Unsere ganzen Sales Manager sind Kameraleute oder kommen generell aus der Branche, haben als Assistent gearbeitet und sind da total mit dem Virus identifiziert. Das heißt, die sind motiviert von sich aus schon und ja, unser Innendienstteam ist auch, so wie ich, bewusste Entscheidung getroffen, zu Lights zu kommen. Deswegen muss da gar nicht mehr so viel getan werden. Dann gibt's natürlich so ein paar coole Veranstaltungen, wo wir Tag der offenen Tür haben, wo wir lauter Kameraleute einladen, so ein kleines Studio-Setup aufbauen, wo dann einfach jeder so ein bisschen rumspielen kann, wo man dann auch aus dem Innendienst mal mitten im Geschehen ist und sich wieder dran erinnert, so, ja, das sind die Leute, für die wir arbeiten und die geben einem dann auch total viel zurück. Die freuen sich dann auch und sagen so, oh cool, mit dir habe ich 100 E-Mails geschrieben, du bist das, so siehst du aus. Und, ja. Also du sagst, die richtigen Leute, das richtige Team und am Ende die richtige Motivation dahinter. Ja. Gibt's irgendwas, also sagen wir mal, alle, die zuhören, haben das jetzt geschafft und das glaube ich, also das ist eine der schwierigsten Sachen wahrscheinlich erstmal, das zu schaffen. Irgendwas darüber hinaus, was du sagst, also du bist ja nicht nur in der Customer Care Rolle, sondern auch in der Sales Ops Rolle, ja, und Ops hat ja immer viel mit zu tun, wie mache ich das denn, ja, also wenn die Leute dann richtig sind, ja, und was machen wir denn da jetzt genau? Jetzt hast du wahrscheinlich ein riesen Paket und Trickkoffer, was man da also alles machen kann, aber was hast du gesehen, so was waren so deine 1 oder 2 Kniffe, die echt was nach vorne gebracht haben, wo du die Operations bei euch verändert hast, die den Unterschied gemacht haben? Also ich glaube, das Wichtigste ist Transparenz zu schaffen für alle Beteiligten, dass jeder weiß, wo der andere gerade steht, weil wir sind eine total schnelle Firma. Die Branche ist von einer Minute auf die andere, schlägt das halt irgendwie um. Und dann bleibt natürlich auch immer in dieser ganzen Schnelligkeit bleiben Informationen auf der Strecke. Dann denkt man hat mit dem einen schon drüber gesprochen, aber das ist bisher gar nicht passiert. Und dementsprechend ist so meine Rolle als Sales Operations immer irgendwie alle auf derselben Page zu behalten und denen die Möglichkeit zu geben, ihre Informationen auch zusammenzukriegen. Natürlich telefoniere ich ständig mit den Kollegen. Ja. In alle möglichen Richtungen, also intern in der Firma, wie natürlich zu den Sales Managern. Und wir haben jetzt halt ein Tool eingeführt, wo wir zentral drauf arbeiten, ganz normale Webpage, wo wir eine komplette transparente Übersicht haben, wo wir interne Updates uns schicken können, um uns einfach auf dem Stand zu halten, aber auch komplette externe Kommunikation mit den Endkunden drin sich abbildet. Das ist auch der Grund, wie ich quasi hierher gekommen bin. Also ich habe gesagt, also letztes Jahr haben wir gesagt, wir müssen irgendwie was machen, dass wir transparent sind und dass keiner verloren geht auf dem Weg und dass wir uns auch besser gegenseitig vertreten können. Und dann haben wir mit Monday zusammengearbeitet. Die sind ja auch also ein Teil des Festivals sozusagen. Ja. Und haben dann das so ein bisschen, oder ich habe das versucht, allen an die Hand zu geben, damit wir dieselbe Plattform haben, sowohl der Innendienst als auch der Außendienst jederzeit miteinander zu kommunizieren, ohne dass ich die richtige Schnittstellenfunktion dauerhaft ausführen muss. Wenn ich 3 Stunden im Meeting sitze, muss halt irgendwie weiterlaufen. Und dafür haben wir dann IT-Infrastruktur genutzt, dass wir transparent sind und jeden irgendwie mitnehmen, weil es gibt nichts Schlechteres im Unternehmen, wie wenn Kommunikation auf der Strecke bleibt und Informationen fehlen. Ich glaube, das ist immer so das Worst Case. Man muss einfach Schnittstellen haben, nicht nur menschlicher Art, sondern vor allen Dingen auch im System,
weil wenn mal morgen einer krank ist, der hat das die letzte Woche bearbeitet, dann ist die Info weg. Und das darf einfach nicht passieren. Ich glaube, da sind wir auch nicht die Ausnahme. Also ich glaube, das gilt für absolut alles und jeden, egal was man macht. Ja. Super spannend und ich glaube am Ende, also egal ob es jetzt Lights wäre oder Charlie Wonkas Chocolate Factory, also man sieht, du brennst für das Thema CX und für auch, ich glaube, diese Verknüpfung von Sales und Service, also die Transparenz, das nehme ich mit, irgendwie Transparenz, die muss überall da sein, das Team muss verstehen, was da los ist, was jederzeit passiert und am Ende die richtigen Leute mit an Bord zu holen, mit der richtigen Motivation. Ja. Das wird wahrscheinlich auch die Chocolate Factory mit nach vorne bringen. Danke dir für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass wir jetzt Zeit während des Festivals noch hatten. Wir haben jetzt noch ein paar Stunden hier. Hier das Lagerfeuer ist uns vorhin schon klein runtergefallen. Ich habe es irgendwie überfordert, glaube ich. Aber das sollte später noch angehen. Hier geht's noch weiter. Gibt bestimmt noch ein paar spannende andere Diskussionen. Danke dir für deine Zeit hier.